Mahlzeit, herzlich willkommen beim Redfield Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Teil 3 von 3 zu Mountain Innovations, die Rollbobs bauen in die Berge rein. Wir sind heute in St. Martin beim Woody Bob und wir vereinen in dieser dreiteiligen Videoserie Highspeed, Technik und Naturerlebnisse und zeigen euch heute einen weiteren Rollbob von Mountain Innovations, der meiner Meinung nach der familienfreundlichste von allen ist. Wir hatten gestern so den Hybrid zwischen allem und vorgestern das absolute Adrenalinmonster, wenn man das so will. Und direkt neben der Skibahn oder Skipiste besser gesagt, kann man auch im Sommer und im Winter mit dem Rollbob den Berg runtersausen. Was der Woody Bob kann, was das Besondere beim Woody Bob ist und ein Gespräch mit dem Bürgermeister, das alles haben wir jetzt hier in diesem Video. Ja, und hier startet euer Abenteuer in St. Martin beim Woody Bob. Das ist die Station. Insgesamt werden hier 12 Bobs vorgehalten und es gibt eine Besonderheit, und zwar die sogenannte Bubble. Und das hat keiner von den anderen Mountain Innovations Rollbobs, und zwar einen Wetterschutz. Kommt eine große Bubble über die Gondel und ihr seid dann vor Wind, Regen, Schnee geschützt und könnt die Fahrt trotzdem genießen. So sehen die Bubble übrigens aus, wenn die nicht auf den Bobs sind, die ihr schon gesehen habt. Die haben wir in den letzten 2 Teilen dieser kleinen Serie euch schon gezeigt. Insgesamt ist der Woody Bob übrigens 886 Meter lang und die Talfahrt ist 455 Meter lang. Das Ganze eher family-friendly und klassischer Bergbob, den man so kennt, aber mit Besonderheiten wie zum Beispiel einem Tunnel, in dem man richtig steil reindroppt. Warum es einen Tunnel gibt, klären wir gleich noch hier in diesem Video. Und dann halt die klassische Abfahrt und auf die nehmen wir euch gleich mit. Und es kann wirklich jeder den Höhenunterschied von 85 Meter beim Woody Bob erleben, denn es gibt hier so eine kleine Vorrichtung, die sieht man nicht in jeder Station, beziehungsweise habe ich sowas noch nie gesehen. Und zwar gibt es eine Vorrichtung, damit Leute, die nicht selbstständig ein- und aussteigen können, in die Bobs reingehoben werden können. Man kann auch bis hierhin fahren und zwar dann hier transferieren. Und jetzt müsst ihr natürlich nicht 12 Bobs lang warten, bis ihr wieder aussteigen könnt und hier vorne ankommt. Das gleiche gibt es da vorne auch nochmal. Und wir versuchen euch das mal kurz bildlich zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Kann ich das mal kurz zeigen? Ich setze mich jetzt nicht da rein, nicht, dass ihr das denkt. So viele starke Leute sind nicht hier. Und dann kann man dann hier sitzt man dann drin und dann wird das Ganze rübergefahren und dann kann jeder hier ein- und aussteigen, der es vielleicht sonst nicht könnte. Habe ich noch bei keiner Bobbahn dieser Welt gesehen. Gibt es inzwischen bei großen modernen Achterbahnen, bei einzelnen Reihen mal so eine Klappe, die man an der Seite aufmachen kann. Das ist ziemlich cool meiner Meinung nach und macht auch den Woody Bob sehr besonders einzigartig und ist da nicht nur sehr naturverbunden, sondern auch
Inklusion ist groß geschrieben. So, wenn irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, ihr seid eingestiegen, habt den Gurt angelegt und es werden 2 große grüne Knöpfe gleichzeitig gedrückt, bedeutet das Dispatch und es geht auf die Strecke. Und wie die Fahrt ist, da habe ich euch jetzt nochmal in einem Bob live mitgenommen. So, der Orden des Phönix fährt jetzt den Woody Bob. Das ist natürlich ein V. Sehr geil, wir sind gefühlt mitten auf der Piste und das ist der Startbereich vom Woody Bob. Das ist ja witzig, die verlängerte Schneeschaufel. Was ist das denn? So, es geht nach oben. Von den 3, die wir euch zeigen, der kleinste Rollbob von Mountain Innovations. Aber super gut für Einsteiger, family friendly. Trotzdem macht das Ganze Spaß, ist aufregend und hat als Besonderheit sogar noch einen Tunnel. Wir fahren hier direkt neben einem Bauernhof lang und der Skipiste. Das Schöne im Sommer ist dann, wenn hier die Rinder und Pferde langlaufen. Vor allem, wenn so Städter wie wir, also ich sehe Mönchengladbach nicht als Stadt an, aber wir sind, glaube ich, verhältnismäßig sind wir eine Stadt. Dann hier hinkommen ist natürlich total geil. So, den Tunnel haben wir übrigens auch bei der Bergaufpassage. Und auch hier wieder diese unterschiedlichen Steigungen im Lift, der übrigens von der Geschwindigkeit ziemlich gut mit dem Schlepplift nebenan herhält. Und auch hier sind wir natürlich wieder komplett am Gelände angepasst. Und vor allem beim Woody Bob wird sehr, sehr, sehr groß der Fokus auf die Natur gelegt. Und dass man mit der Natur eins wird. Wir haben auch gestern bei der Anreise schon versucht zu sehen, wo ist die Anlage denn? Wir haben eigentlich nur den Lift entdeckt, weil der Rest ist hier super gut integriert zwischen den Bäumen, im Wald bzw. auf dem Berg. Gefällt mir schon mal sehr gut. Wir haben hier nochmal eine kleine Kurve im Lift mit drin. Aussicht hier ist natürlich ein Traum, ne? Das ist einfach traumhaft. Auch im Sommer, habe ich mir sagen lassen, geht hier richtig viel mit verschiedenen Bädern und so weiter und so fort. Also ein riesiges, großes Unterhaltungs- oder ja, Ausflugstourismusangebot in der Region auch im Sommer. So, und jetzt ganz schön sogar noch mal zu sehen, wir haben hier dann eine natürliche Erhebung in der Strecke, die uns nach oben führt. Und dann werden wir jetzt einfach noch mal ein richtig gutes Stück steiler, um den Bob nach oben zu bringen. Sind damit auch dann ganz oben angekommen und fahren wieder mal in einer Rechtskurve. Haben hier noch so einen kleinen Bereich, wo es ein bisschen entspannter ist, falls hier so ein bisschen Rückstau ist. Und wir starten auch die Abfahrt serpentinmäßig, wie es das gehört. Und direkt flotti Karotti sind wir unterwegs. Das ist echt cool. Und dann hier quer durch die Bäume durch in der nächsten Steilkurve. Wahnsinnige Aussicht auf das Panorama, um direkt wieder abzubiegen hier in die Steilkurven im Wald und noch kleine Drops mit drin. Kurzer Moment zum Erholen, aber es geht direkt wieder zackig los. Schöner Blick auch auf die Skipiste jetzt aktuell natürlich. Und jetzt wird es hier noch ein bisschen gruseliger quasi. Aber es ist komplett family-friendly, trotzdem aufregend. Und hier auch noch mal schöne Abfahrt. Und wir kommen jetzt einen schönen steilen Drop in den Tunnel rein, was ein richtig cooler Effekt ist. Und dann ploppst du hier unten wieder raus und hast dann die S-Kurven nach unten ins Tal wieder. Eine schöne Fahrt, schön sicher in diesen Bobs. Und das ist die für mich auf jeden Fall vom Sound her sehr, sehr geile Bremse vom Woody Bob. Tolle Anlage und komplett family-friendly. So dass halt für Einsteiger, für Leute, die sich nicht so viel trauen, die ja alle gut fahren können. Auch vom benachbarten Kindergarten, die Kinder sind hier schon gefahren und haben sich auch bedankt für das Ganze, auch total süß. Was hier in St. Martin beim Woody Bob wirklich sehr, sehr wichtig ist und da die größte Prämisse war, ist die Naturverbundenheit und das naturschonende Bauen und Errichten dieser Anlage. Unter anderem haben wir ja die Station aus Holz gebaut, es gibt Solarpanels auf dem Dach und die Integration in die Natur mit Anpassung am Gelände vom Mountain Innovations Rollbob direkt, aber auch einem Tunnel, der auch eine Besonderheit hat und da sein muss quasi. Und warum das Ganze so ist, wo der Fokus drauf liegt und die Besonderheiten hier in St. Martin, da haben wir euch auch einen Gesprächspartner in diesem letzten dieser 3 Videos mitgebracht und wir reden mit dem Bürgermeister. Und warum wir mit dem Bürgermeister sprechen, erfahrt ihr jetzt in diesem kleinen Interview. Hallo, Herr Bürgermeister, oder warum rede ich hier eigentlich mit dem Bürgermeister? Stellen Sie sich doch einfach mal vor und wo wir hier sind. Mein Name ist Hannes Schlager, ich bin Bürgermeister von St. Martin am Dennengebirge. Und warum Sie mit dem Bürgermeister reden, das ist der Grund, Sie haben heute unsere schöne Rollbobbahn getestet, den Woody Bob. Und wir sind als Gemeinde gemeinsam mit dem Tourismusverband Eigentümer und Besitzer und Betreiber dieser Bahn. Alles klar, das macht Sinn. Was macht denn St. Martin als Tourismusort besonders und warum ist der Woody Bob so eine gute Ergänzung? Ich würde sagen, St. Martin ist ein typischer Urlaubsort für Familien. Wir haben ein
ein kleines Skigebiet. Wir haben eine Badeseeanlage, den Seepark in St. Martin, einen Kletterturm, jetzt als Ergänzung eben die Rollbobbahn, den Woody-Bob. Und eben, ich glaube, besonders macht St. Martin das, dass wir eben für Familien sehr viel bieten können. Und da passt der Rollbob oder die Woody-Bob-Bahn als Ergänzung sehr gut dazu, um auch an Schlechtwettertagen oder wenn wenig Schnee ist oder vor allem auch im Sommer ein Angebot für die Gäste zu haben. Der Woody-Bob wurde bewusst nachhaltig konzipiert. Welche Maßnahmen wurden dafür ergriffen, um die Umwelt zu schonen? Uns war es in der Bauphase schon sehr wichtig, die Bodenverletzungen, wenn man das so sagen will, so gering wie möglich zu halten. Also die Bahn an das natürliche Gelände anzupassen und nicht das natürliche Gelände an die Bahn. Und wir haben dann auch darauf geachtet, dass wir auf das Gebäude im Hintergrund, also das Talstationsgebäude unserer Bahn, eine große Photovoltaikanlage errichten, damit wir zumindest bei Schönwetter unseren Strom selbst produzieren und auch hier ein bisschen den Nachhaltigkeitsgedanken mitklingen lassen. Wie war der Entwicklungsprozess der Bahn? Gab es besondere Herausforderungen oder Meilensteine, wo Sie sagen würden, die möchte man erwähnen? Ja, grundsätzlich war eben der Entwicklungsprozess dasselbe, wie ich vorher schon erwähnt habe. Wir haben nach einer Ergänzung für unser Angebot im Ort gesucht. Wir wollten, also um noch mal kurz auszuholen, die Gemeinde ist eben auch Eigentümerin dieser Badeseeanlage und unserer Lifte. Und wir wollten das sinnvoll ergänzen, damit wir auch die Möglichkeit haben, Personal zu halten und gleichzeitig für die Gäste Besonderheiten anbieten zu können. Und das war der Grundgedanke und die Herausforderung war dann natürlich die Umsetzung. Also es angefangen von den Kosten, dann die Gespräche mit Grundeigentümern, die alle sehr positiv verlaufen sind, aber das sind die Herausforderungen an so einer Anlage. Ja. Mit der Bubble als Wetterschutz hebt sich der Woody-Bob von anderen Bahnen ab. Wie kam es zu dieser Innovation? Wie sind Sie darauf gekommen? Ja, beinahe wieder der gleiche Grund. Also es ging natürlich darum, dass, und wenn man selbst überlegt, wenn man irgendwo im Urlaub ist, speziell auch mit Kindern, dann sind es immer die Schlechtwettertage, wo man Schwierigkeiten hat, Programm zu finden oder sinnvolle Tätigkeiten zu finden, wo die Kinder auch Spaß daran haben. Und da war unser Gedanke, die Bahn mit dieser Bubble auszustatten und somit einen vollwertigen Schutz beim nennen wir es Sommerrodeln, zu schaffen. Nicht irgendeine Plane sozusagen, sondern einen vollwertigen Schutz, der wirklich Schutz gegen das Wetter, gegen den Wind etc. bietet und das Fahren dann auch an Tagen, wo das Wetter nicht so schön ist, sehr angenehm macht. Die Strecke wurde fast vollständig in die Natur integriert, wie Sie schon gesagt haben, sogar mit einem Tunnel. Und warum das so wichtig war für das Projekt, haben Sie ja grundsätzlich schon gesagt. Gibt es da noch irgendwelche Gedanken, die Sie noch loswerden wollen? Ja, gibt es schon. Wir wollten unsere schöne Landschaft nicht durch riesige technische Bauten verändern oder beeinträchtigen. Und darum auch der Tunnel, die Alternative zum Tunnel wäre eine hohe Brücke gewesen und wir wollten eben genau das nicht. Wir wollten die Bahn so konzipieren, dass sie sich in das Gelände einfügt, in das Ortsbild einfügt und nicht extrem eben durch technische Bauten auffällt. Wie wird die Bahn von Einheimischen und Touristen angenommen? Welche Rückmeldungen bekommen Sie? Also gibt es von den Einheimischen irgendwelche Probleme oder finden die das alle gut und die Touristen? Die Bahn wird grundsätzlich sehr gut angenommen, wird von Einheimischen und Gästen angenommen. Von den Einheimischen ist es natürlich auch so, die Einheimischen kommen nicht jeden Tag zum Sommerrodeln, aber wird nach wie vor sehr gut angenommen von den Gästen sowieso. Wir sind auch Mitglied in diversen Freizeitkarten, also Salzburg Landkarte etc., wo es dann auch Ermäßigungen gibt für die Fahrten und das wird sehr gut angenommen, wird auch von den Gästen sehr gut honoriert und sie haben auch Spaß mit unserer Bahn. Ja. Gibt es Pläne, die Bahn weiterzuentwickeln oder das Freizeitangebot in St. Martin auszubauen hier? Grundsätzlich ja, zwar noch keine konkreten, aber wie schon gesagt, dadurch, dass wir schon ein relativ breites Angebot haben, sind wir natürlich dabei, nach Möglichkeit dies auch noch weiterzuentwickeln und noch mehr Angebot für Familien und Kinder zu schaffen. Und warum sollten Familie- und Naturfreunde unbedingt den Woody-Bob ausprobieren? Ja, wie schon gesagt, also der Woody-Bob ist erstens eine spannende Bahn, die auch von sehr kleinen Kindern gut genutzt werden kann. Sie ist sehr sicher. Wir haben auch die Möglichkeit, was uns auch einzigartig macht, dass wir auch gehbehinderte Personen oder Personen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, sehr gut mit unserer Bahn transportieren können, auch diverse Hilfen haben, um ein- und auszusteigen.
Dann haben wir das beste Schlechtwetterangebot, wie schon gesagt. Und dann kommt natürlich auch noch der Punkt dazu, man kann sehr gut, speziell im Sommer oder auch im Winter mit den Liften, einen ganzen Tag mit der Familie in St. Martin angenehm verbringen, am Badesee, am Kletterturm, am Skilift und am Woodybop. Vielen Dank. Gerne. Supi. Ja, das war unsere kleine dreiteilige Serie zu Mountain Innovations und den Rollbobs, die bauen. Von Südtirol quer hier durch Österreich. Welcher von den drei hat euch am besten gefallen? Und wie sehr habt ihr jetzt auch Bock, so Mountain Innovations Rollbob einmal auszuprobieren? Oder habt ihr das schon? Oder macht ihr das jetzt noch? Eure Meinung gerne dazu in die Kommentare. Das interessiert mich auf jeden Fall. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder hier zu einem neuen Video auf dem Ride Review YouTube-Kanal.